Fuß eingeschlafen, Fuß eingeschlafen. Ah. Hallo zusammen, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Neuzugänge geben. Es ist eskaliert, was soll ich sagen, ich bin unvernünftig. Ich kann ja sonst nichts anderes einkaufen, quasi. Und deswegen kaufe ich Bücher und ich tausche Bücher und ich hole mir Bücher von den öffentlichen Bücherregalen und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, ich fange gleich mal an. Ich werde wahrscheinlich irgendwie versuchen, ein Thumbnail zu machen, wie ihr bereits gesehen habt, aber ich kann die Bücher gar nicht alle tragen. Somit müsste ich sie stapeln oder ich werde mir da noch was einfallen lassen. Wir beginnen auch gleich. Ich sage nicht sehr viel zu den einzelnen Büchern, da das würde sonst zu lang werden. Es sind nämlich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 physische, wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, und 2 E-Books. Ich fange, glaube ich, gleich mit den E-Books an, bevor mein Kindle sich jetzt wieder verabschiedet. Zum einen ist es The Flatshare, dieses hier. Ich klappe es jetzt nicht auf, weil es wird da aufgemacht, wo ich gerade bin, und dann ist das Cover weg. Aber ich glaube, der deutsche Titel heißt A Love to Share. Warum auch immer. Dieses heißt The Flatshare, wie der Name schon sagt, teilen sich Männlein und Weiblein eine Wohnung, also quasi WG-Partner. Gefällt mir bis jetzt ganz gut, ich bin aber erst auf Seite irgendwas, also ganz am Anfang. Ja, und dann als nächstes, also Minimal A Princess Stolen von Frau Olsen, Mila Olsen. Da geht es um eine Entführung einer Milliardärstochter. Er ist arm und braucht wohl Geld. Mehr weiß ich nicht. So, dann mache ich jetzt mit den physischen gleich weiter. Das habe ich mir ertauscht auf Tauschticket, A Heartbeat Love. Da geht es wohl um einen Roadtrip. Ich hatte ihn vor 3, 4 Jahren schon mal auf der Wunschliste. Ist irgendwie wieder runtergeflogen, ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt aber sehr viel Lust auf Roadtrip-Bücher und deswegen habe ich mir das zugelegt. Ist ein Jugendbuch, schaut aber sehr hübsch aus, hat sehr gute Kritiken bekommen. Muss ich demzufolge auch lesen. Ich mache gleich mit den Roadtrip-Büchern weiter. Wenn ihr Tipps für mich habt bezüglich Roadtrips oder Bücher, die in anderen Ländern spielen, wo das Land aber schön beschrieben ist. Also ich habe hier auch die Anja In-Reihe. Sowas in der Art wäre auch gut. Ich weiß, Lucinda Riley, die 7 Schwestern, da habe ich den ersten auch gelesen, fand ich sehr gut. Die sind mir aber momentan schon ein bisschen zu lang. Hörbuch höchstens noch. Ich bin ja jetzt Testabo bei Nextory. Mal gucken, habe ich jetzt 2 Monate zum Testen. Ich werde berichten. Ja, ich habe gelesen von Metzen, Morgan Metzen, Amy on the Summer Road. Oh, ich gucke gerade dahinter, weil da ist es nämlich auch das Englische. Das fand ich schon sehr schön. Auch ein toller Road-Trip-Roman. Ja, wenn ihr Ähnliches habt für mich, bitte immer her damit. So. Offline ist es nass, wenn es regnet. Ebenfalls
ein Roadtrip. Stell dir vor, du öffnest an deinem 18. Geburtstag die Haustür. Dort liegt ein Geschenk, ein riesiger Wanderrucksack, ein paar Wanderschuhe und ein Trailing-Tagebuch für den Yosemite National Park. Würdest du loslaufen? Das ist auch sehr schön. Sehr schönes Cover, wurde mir auch empfohlen. Werde ich wahrscheinlich auch im Mai lesen. Ihr werdet ja meine Mai-Leseliste auch bekommen. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ich verlinke euch das, wenn ich es denn schon hochgeladen habe. Oben rechts. Ist das oben rechts? Bei mir ist es links, ich glaube. Frau, ich bin so eine typische Frau. Dann habe ich mir mitgenommen aus dem Leseschrank. Ich weiß nicht, ob ich das lesen werde, aber das hatte ich schon auch mal auf der Wunschliste. Die Rebellin Sonea lebt auf den Straßen der Stadt Imardin, als sie eines Tages aus Zorn über die herrschende Magiergilde einen als unverwundbar geltenden Zauberer verletzt, werden die Meister der magischen Künste auf sie aufmerksam. Ist wohl pure Fantasy. Ja, muss ich mal gucken. Ich habe ja Throne of Glass auch noch da. Wird vielleicht ähnlich sein, nehme ich mal an. Habt ihr das gelesen? Wenn ja, schreibt es mir doch mal gerne, wie ihr das fandet. Ja, mal gucken. Wenn es länger als bis Ende des Jahres hier liegt, dann werde ich es wieder in den Schrank tun. Wäre ja schade drum. Dann als nächstes The One von John Mars. Ist momentan ganz neu, ganz viele haben es schon gelesen, für gut befunden. Es ist wunderschön. Hierbei geht es um eine Art Partnerbörse. Da kann man einen Gentest machen und anhand diesen Tests wird dann der jeweilige Partner für einen ausgesucht. Kann gut gehen oder auch nicht, wie bei der normalen Partnersuche. Eben auch. Dann habe ich mir auch ertauscht, ist ein bisschen schief, aber das stand drin, Erebos von Ursula Poznanski. Ich liebe Frau Poznanskis Bücher. Ich bin ein großer Fan der Illyria-Trilogie. Hier ist ein Lesezeichen drin. Ist nicht meins. Ich habe es meinem Freund gegeben zum Read a Chapter. Ich habe ihm 5 Bücher ausgesucht aus meinem Bücherschrank, habe gesagt, lies die, probier die, guck mal. Und ja, er ist jetzt eben so weit bisher gekommen. Er hat sich aber für ein anderes Buch entschieden, weil er die Simon Beckett-Reihe weiterliest somit. Aber ja, bei Erebos muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Es ist ein Spiel. Erebos ist ein Spiel. Es bedroht dich, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich, es droht dir. Wie eine Ehefrau. Ja, kam ja auch der zweite Teil schon raus. Ich habe nicht mal den ersten gelesen, weil, ja. Dann halte ich diese beiden gleich in die Kamera. Teil 1 und Teil 2. Glamour Girl, Entschuldigung. Vicky verabscheut die Glamour-Gesellschaften, ihre Oberflächlichkeit, ihre Macht, ihre Intrigen. Sie kann nicht vergessen, was sie ihr genommen haben, doch plötzlich findet sie sich mittendrin und kann nur hoffen, dass niemand ihre wahre Identität aufdeckt. Ja, da geht es wohl um Claire, Robin und Vicky und die, ja, das sind so Intrigen, Romane. Habt ihr eins davon gelesen? Also ich glaube, das ist Band 1. Habt ihr das gelesen? Habt ihr davon gehört? Habt ihr es vielleicht selber auf eurem Sub und möchtet es lesen? Oh, es ist schön groß geschrieben. Das freut mich. Nächstes habe ich wieder gefunden in meinem heißgeliebten Bücherschrank an meiner Bushaltestelle. Sophie Kinsella, das Hochzeitsversprechen. Ich liebe Sophie Kinsella. Ich hasse diese deutschen Texte. Das ist das Hochzeitsversprechen, heißt nämlich auf Englisch, oh, tatsächlich, Wedding Nights. Ja, na gut, ist ja wenigstens etwas. Es ist mir egal, es geht zwar um Hochzeiten, was mir persönlich jetzt... Ja, Themawechsel. Hochzeitsnacht und Honeymoon und der Albtraum
vom Glück ist perfekt. Ja. Sophie Kinsellas Bücher kann ich fast blind lesen. Ich mag sie. Sie sind natürlich, ja, man hat manchmal nervige Protagonisten und ja, man wird aller Klischees bedient, die es gibt auf Gottes Erdboden, aber sie sind einfach leicht und unterhaltsam und ich mag sie. Und ja. So, weiter geht's. Ich habe immer noch so viel und ich habe schon 11 Minuten gequatscht, verdammt. Neil Schusterman, Scythe. Ich hasse diesen Titel, es ist so furchtbar. Ja, es spiegelt. Jeder hat es gefühlt in die Kamera gehalten, ob auf Instagram oder auf YouTube. Und habe ich mir gedacht, ja, dann halte ich es jetzt auch mal in die Kamera. Habe ich mir auch mitbestellt bei Rebuy. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich die ganzen Bücher her habe, verdammt. Habe ich jetzt geflucht? Hierbei geht es um eine perfekte Welt, wie sie perfekter nicht sein kann. Es gibt, die Leute sterben nicht mehr von alleine und die Skies, verdammt, werden ausgebildet, um diesen Job zu übernehmen. Citra und Rowan werden wohl ausgebildet. Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen, all das haben die Menschen in der Zukunft erreicht. Doch auch in einer perfekten Welt müssen Menschen sterben. Bist du bereit zu entscheiden, wer leben darf und wer gehen muss? Bist du bereit zu töten? Habe ich mir geholt, auch von Tauschticket, mit Rosenbedacht von Jennifer Benkauf, die Autorin. Bin ich jetzt wieder gestoßen wegen One True Queen. Das habe ich noch nicht da, weil mir momentan danach nicht ist. Das will ich aber auch noch lesen. Aber ich habe mich dann erinnert, dass ich das hier noch auf der Wunschliste hatte. Denn da geht es um einen Unfall. Und unsere Protagonistin erfährt, dass ihr Verlobter, der eben diesen Unfall hatte, anscheinend nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Es ist ganz schön kurz. Ich denke, das habe ich schnell durch. Ja, Jennifer Benkauf. Dann als nächstes Rainer Wegwert, Blink of Time. Da kam jetzt das Taschenbuch raus und deswegen bin ich da wieder darauf aufmerksam geworden. Sarah Laken flieht vor der Realität. Doch vor welcher? Ein Junge will ihr helfen, doch woher weiß er von ihrem Problem? Kein Leben ist wie das andere, doch welches ist das Richtige? Da kam jetzt eben das Taschenbuch raus und das hat mir gut gefallen, weil ich habe Beast Mode mir von Rainer Wegwert noch angeguckt und das hatten sie aber gerade nicht da, also habe ich das hier genommen, weil das schon ein bisschen älter ist und ich mag ihn ganz gerne, weil ich habe von ihm Camp 21 gelesen, das fand ich auch schon gut. Und deswegen kam das auch mit. Ach je. Dann, furchtbarer Titel. Küss mich bei Tiffany von Eva Völler. Ich liebe Eva Völlers Romane. Dabei ist es mir egal, wie es heißt. Das ist der zweite Teil von Kiss and Crime, heißt das. Dabei geht es um Emily und um Pascal. Und Emily wird wohl von Pascal im ersten Teil beschützt. Also nicht wird wohl, sondern wird tatsächlich, weil die in so einem Zeugenschutzprogramm gelandet sind. Sie und ihre Familie. Und Pascal beschützt sie halt da. Und dann geht's und schalala. Und das ist wohl der zweite Teil. Und den wollte ich unbedingt haben, weil mir die erste Geschichte einfach so gut gefallen hat. Und jetzt habe ich sie mir mitgeholt. Als nächstes geht es weiter mit Stefanie Hasses Secret Game. Das habe ich auf Instagram gesehen, weil ich auf Instagram alle möglichen Menschen stalke. Und das habe ich mir mitgenommen, weil das klingt genau nach dem, was ich schon mag, auch mit dem Glamour Girl, so Intrigen. Das geheime Spiel einer New Yorker Elite. So. Iris Leben könnte perfekt sein. Sie hat ein Stipendium für die St. Mitchell, einer Privatschule an der New Yorker Upper East Side, und sie ist glücklich mit ihrem Mitschüler Heath.
Das schneiden wir raus. Ja, Intrigen. Ich mag Intrigen. Das nächste Buch wollte ich unbedingt haben, das ich mir auch neu bestellt habe, was ich normalerweise nie mache. Also habe ich meine örtliche Buchhandlung angerufen und gefragt, ob sie mir das beschaffen können. Und das haben sie auch gemacht. Und ich hatte es sogar am nächsten Tag. Ich durfte es zwar nicht abholen, wegen Corona, aber sie haben es mir gebracht. Also die Briefträgerchen fahren die rum und bringen den Leuten die bestellten Bücher auf Rechnung. Und das fand ich super toll. Also wie gesagt, neu gekauft, gleich verschlungen, gleich geliebt. Verity. Dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Habe ich auch schon in meinem Lesemonat darüber gesprochen. Wer es noch nicht kennt und wer sich denkt, oh, Colleen Hoover, ja, dachte ich auch so. Ich habe Slammed gelesen, also weil ich Laken liebe, fand es gut, aber ich musste da jetzt nicht weitermachen, weil das ist einfach, ja, diese Romane sind einfach immer gleich gewesen, aber Verity, meine Lieben, ist was ganz anderes. Das Cover wird dem auch nicht gerecht, also es ist nicht rosa, rot und hellblau, es ist eher schwarz und bedrückend. Also das Originalcover ist, glaube ich, auch schwarz. Das entspricht eher dem Inhalt des Buches. Lest es. Es kommt, ist hier mein Stapel, kommt schon, ist fast so groß wie ich da. Als nächstes habe ich bin jetzt aber nicht, also ja, bei dem lilanen Stück hier bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das im April oder im März schon gekauft habe. Verzeiht es mir, aber es ist eine Dilogie, von daher passt es ganz gut zusammen. Warrior and Peace von Stella Tuck in meinem wundervollen Drachenmond Verlag. Ich glaube, Stella Tuck ist jetzt aber zu Regensburger übergewechselt, was ich jetzt so gesehen habe. Ich habe da noch ein Buch von Stella Tuck, da schau an. Habe ich auch schon gelesen, findet ihr in meinem Lesemonat, will ich jetzt im Mai lesen, weil einfach so gut und so witzig. Ja. Also man muss sich das vorstellen, ich knie am Boden und weil wir bei Stella Tuck sind, mache ich auch gleich weiter mit Knight of Crowns, weil mir eben der Schreibstil von ihr so gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt halt mal gleich weiter und die meisten Menschen finden das hier eigentlich auch ganz gut. Also habe ich mir das gleich mitbestellt und hoffe, dass es mir ebenso gefallen wird wie Warrior and Peace. Hierbei geht es um Schwarz oder Weiß. Welche Seite wählst du in diesem Spiel um Liebe und Tod? Ja. Ja. Ich frage mich, wie ich das Thumbnail machen soll. Dann mitgenommen aus dem Bücherschrank vom DM. Da kann man sich ja Bücher mitnehmen. Man gibt eine kleine Spende an der Kasse ab. Ist Jackaby. Jackaby hatte ich vor 2-3 Jahren den ersten Teil gelesen und fand die Reihe auch sehr witzig. New Fiddleham 1892. Abigail ist die Assistentin von Jackaby und sie jagen halt auch so unerklärte Phänomene. Und dabei, er ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen verpeilter Typ. Ne? Und sie ist halt seine Assistentin. So, war auf Englisch ganz witzig. Ich bin auf das Deutsch, aber das ist jetzt auf Deutsch, bin ich gespannt. Oh, ist ein Mängelexemplar, sehr schön. Wow. Es wackelt. Dann habe ich mir Rebuy bestellt. Meine Füße schlafen ein. Cat Deal. Hierbei geht es wohl um eine Fassadenkletterin. Eine Diebin. Hat mir ganz gut gefallen. Vom Klappentext gibt nicht so viel her. So, da ist ein Steckbrief hinten drauf. Eben, sie ist eine Diebin. Sie bricht ein. Fertig. Und dann habe ich noch Eva Sigmund Hoh. Ist wohl auch ein Zweiteiler in der Dystopie. Perfekte Welt. Wie es scheint, sie hat alles. Sie ist beliebt, bekannt, berüchtigt, ist glücklich,
Es passiert was, sie wacht auf, sie ist in einer anderen Welt. Nichts ist mehr wie vorher. Ich war bis vor kurzem noch in ganz arger Dystopie-Laune. Hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil ich jetzt auf Roadtrips bin. Aber, so. Yay. Moment, ich gehe jetzt mal hier. Oh, weiter runter möchte ich nicht gehen, weil ich habe hier nette, schicke Jogginghose an. Mega sexy. Ja. Ja, ist ganz schön viel. Ich werde mich jetzt ans Thumbnail machen. Wie viele Bücher habt ihr denn diesen Monat gekauft oder auch geschenkt bekommen? Oder. Habt ihr eben Roadtrip-Bücher für mich, die ihr mir empfehlen könnt? Oder auch sonstige Bücher, die ihr mir empfehlen könnt, dass ich meiner Kaufsucht noch mehr fröne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!